So, guten Mittag allerseits. Es ist 12 Uhr. Wir starten also unser Webinar. Ich starte noch kurz meine Kamera. Schönen guten So, Mittag. gut. Also, wir werden heute ein Webinar halten zu den Admin-Funktionen. Ich mache hier noch kurz die Präsentation an. So. Mein Name Ja. ist Pascal Lotter. Entschuldigung, Pascal. Willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Regula Schaller und wie Herr Lotter bereits gesagt hat, Pascal Lotter ist auch da. Wir werden das heute zusammen machen. Und ja, eigentlich kennen Sie das Webinar ja bereits. Ich zeige Ihnen trotzdem noch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir können Sie nicht hören und wir können Sie auch nicht sehen. Also Sie können nur uns hören und uns sehen. Sie haben rechts von Ihrem Bildschirm so ein Webinar-Panel. Ich zeige Ihnen das kurz. Das sieht so aus. Ich hoffe, Sie sehen das gut. Sie haben hier unten einen kleinen Bereich, der Fragen heißt. Wenn Sie also während dem Webinar irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie die einfach hier rein, schicken Sie die ab und wir bekommen die dann. Wir werden die entweder direkt im Webinar beantworten oder wenn wir sie nicht direkt beantworten können oder wenn wir einfach zu wenig Zeit haben, dann werden wir die Fragen im Nachhinein noch per E-Mail beantworten. Pascal und ich werden heute eine Demo-Version von TimeSensor benutzen und zwar ist das die Version TimeSensor Legal V7 und wir werden die First Edition brauchen. So, was werden wir Ihnen heute alles zeigen? Wir gehen davon aus, dass wir es heute mit Administratoren von TimeSensor zu tun haben. Wir werden also nicht ganz in die Tiefe gehen, nicht alles ganz detailliert, also wir werden nicht jeden Klick ganz detailliert beschreiben. Vielleicht haben Sie als TimeSensor-Admin bereits die folgenden Fragen von den Benutzern bekommen. Zum Beispiel, können wir die Hintergrundfarben in den Dossiers ausblenden? Warum können normale Nutzer oder Nutzer mit eingeschränkten Zugriffsrechten keine Dossiers verschieben? Warum werden die Leistungen in der Nacht nicht mehr ins Dossier übertragen? Wie erstellt man einen neuen Benutzer, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter in die Kanzlei eintritt? Und wie passt man auch die Zugriffsrechte an? Und wie benutzt man Marke und Kategorien und was ist das überhaupt? So, Pascal, hast du noch etwas hinzuzufügen? Nein, soweit so gut. Ich wollte nur sagen, wenn Sie gewisse Fragen stellen, Sie so viel, wie Sie wollen und vielleicht werden wir das nachher zusammen besprechen, je nachdem, was so kommt. Und sonst hören wir uns nachher nochmal für den Teil, für meinen Teil. Bis gleich. Genau, wir werden jetzt unsere Kameras ausschalten, damit wir nicht ganz so viel Bandbreite brauchen. Wo ist der Button? Hier, so. Also Sie sollten aber trotzdem noch meinen Bildschirm sehen. So, ich öffne meine Demo-Version. Voilà. Ich bin im Moment natürlich als Administrator angemeldet. Also alles, was wir Ihnen heute zeigen, fordert Administratorenrechte. Der Admin von TimeSensor kann also das ganze Programm auf den Kopf stellen. Also er kann alles ändern, was es nur zu ändern gibt. Deswegen alles, was wir Ihnen zeigen, genießen Sie es mit Vorsicht und ja, weil alles, was Sie heute einstellen oder alles, was Sie heute sehen, was Sie dann zukünftig in Ihrem System einstellen, das betrifft alle User. Nicht nur den Admin-User oder nicht nur Ihren User, sondern alle. So, die erste Frage. Die Hintergrundfarben von den Dossiers. Sie kennen das ja, Firmen sind grau, männliche Dossiers sind blau, weibliche Dossiers sind rosa. Sie können das ändern. Sie können auf Einstellungen klicken, dann gehen Sie auf Admin, Spezial und wechseln ins System.
Im System haben Sie jetzt neu hier unten zwei Radio-Buttons. Klassisch, das heißt, die Dossierfarben sind blau, rosa, grau, oder Sie haben neutral. Wenn Sie das System auf neutral umstellen, dann erscheinen alle Dossiers grau. Und schon haben wir den ersten Punkt abgearbeitet. So, Dossiers verschieben. Es kann ja mal vorkommen, dass ein Dossier oder eine Adresse in der falschen Adresskategorie aufgenommen wurde oder dass zum Beispiel ein Dossier, das bis jetzt in der Kategorie Dritte geführt wurde, nun in die Kategorie Mandanten verschoben werden muss. Im Grunde genommen ist das ein ganz einfacher Vorgang. Sie öffnen einfach beide Fenster. Sie markieren das Dossier, das Sie verschieben möchten. Sie packen das Dossier und lassen es per Drag and Drop in die neue Kategorie reinfallen. Timesensor fragt Sie jetzt, möchten Sie hier eine neue Kategorie setzen? Ich sage dem jetzt hier, okay, C-Mandant. Auf diese Kategorien hier kommen wir später noch zu sprechen. Ich kann den Mandatsführer wechseln und ich kann den Akquisiteur hinzufügen. Ich klicke auf Transfer und Sie sehen jetzt, dieses Dossier gehört nicht länger zu Dritten, sondern zu Mandanten. Sie sehen das hier links oben. Diese Funktion ist jetzt dem Administrator vorbehalten wegen Zugriffsrechten. Der Administrator hat, wie gesagt, auf alle Bereiche des Programms Zugriff. Deswegen kann er oder sie das auch machen. Ich melde mich jetzt kurz mal als anderen User an. Zum Beispiel die Erna hier. Die Erna hat eingeschränkte Zugriffsrechte. Wenn sie hingeht, auf Adressen klickt und das Gleiche versucht zu machen, also ein Dossier von Dritte zu Mandanten verschieben, dann erscheint zwar dieser Dialog, aber wenn ich auf Transfer klicke, dann bekommt sie die Warnung, dass sie nicht die richtigen Zugriffsrechte hat. Der Grund dafür ist, dass User mit eingeschränkten Zugriffsrechten haben nicht zwingend auf alle Tabs hier oben Zugriff. Zum Beispiel die Erna, die sieht hier bei den Dritten nur 5 Tabs. Bei den Mandanten sieht sie aber 6 Tabs. Deswegen darf nur noch der Administrator, der volle Zugriffsrechte hat, Dossiers verschieben. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Warum werden die Leistungen in der Nacht nicht mehr ins Dossier übertragen? Auch das fällt vielleicht einem Anwalt von Ihnen auf, dass er oder sie Leistungen gestern eingetragen hat. Heute sind die aber nicht im Kundendossier drin, sondern sie sind immer noch nur im Timesheet. Das hat mit einem Hintergrundtask zu tun, den man einstellen kann. Gehen Sie wieder auf Einstellungen, links auf das kleine Schraubenschlüsselchen hier, dann auf Admin und hier haben Sie jetzt Tasks. Es öffnet sich ein Fenster und der erste Task heißt Finanztask. Der Finanztask kümmert sich darum, die Leistungen ins Dossier zu übertragen. Er regelt aber auch zum Beispiel die Budgetwarnungen, die Sie hinterlegen können, also in den Mandatseinstellungen, das Controlling. Und der Finanztask ist auch dazu zuständig, automatische Rechnungen zu generieren. Falls Sie also merken, Leistungen werden nicht übertragen, Rechnungen werden nicht mehr generiert, gehen Sie in die Tasks rein, schauen Sie sich den Finanztask an und stellen Sie sicher, dass der Task erstens mal hier oben eingeschaltet ist und dass hier Einstellungen für den Server steht. Wenn hier Einstellungen für diese Arbeitsstation steht, so wie bei mir, dann heißt das, dass
dass sie auf einer Arbeitsstation ausgeführt werden. Das ist nicht richtig so für ein Mehrplatzsystem. Okay? Wenn Sie also ein Mehrplatzsystem haben, dann wechseln Sie Einstellungen für den Server. Dann sehen Sie hier unten das Zeitfenster und das Intervall. Damit die Leistungen vom Timesheet in die Dossiers übertragen werden, darf kein Dossier geöffnet sein und es darf auch kein Timesheet geöffnet sein. Deswegen programmieren wir diesen Task in der Nacht. Sie sehen hier, bei mir läuft der Task von 1 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens. Je nachdem, wie lange Ihre Mitarbeiter arbeiten, können Sie den auch ein bisschen verschieben, aber Sie sollten diesen Task nicht während den Arbeitszeiten laufen lassen. Bei der Ausführung können Sie auf Wiederholt klicken, alle 5 Minuten. Dann geht Timesensor von morgens 1 Uhr bis 2 Uhr in allen 5 Minuten, alle 5 Minuten durch die Datensätze durch und schaut nach, gibt es Leistungen, die nicht übertragen worden sind, gibt es Rechnungen, die noch nicht erstellt wurden und gibt es Budgets, die nachberechnet werden müssen. Wenn Sie hier unten auf Jetzt ausführen klicken, das können Sie natürlich auch machen, dann werden alle diese Tasks durchgeführt. Wir empfehlen das aber nicht unbedingt, weil es kann ja sein, dass Ihre Kollegen irgendwelche Dossiers offen haben oder Timesheets. Also lassen Sie das hier als Hintergrundtask programmiert, klicken Sie auf OK und Timesensor wird in der nächsten Nacht die Leistungen übertragen. So, Pascal, ich glaube, jetzt wird es bereits Zeit für Benutzer- und Zugriffsrechte. Genau. Ja, Regula, sehr gerne doch. Dann gibst du mir bitte mal den Bildschirm. Ich gebe dir den Bildschirm gleich rüber, ja, Moment. Da mache ich hier bei mir nämlich gerne weiter. Also wir kriegen im Support häufig die Frage, wie man denn mit neuen Mitarbeitern umgehen soll, die jetzt in die Kanzlei eintreten. Also wie man einen neuen Benutzer im Timesensor hinzufügt. Und jetzt sollten Sie eigentlich auf meinen Bildschirm gewechselt haben und meinen Bildschirm sehen. Also ich kann deinen Hallo. Bildschirm sehen, ist alles gut. Okay, wunderbar. Dann erkläre ich das jetzt mal. Weil wenn ein neuer Mitarbeiter in die Kanzlei eintritt, da muss man zwei Sachen im Timesensor machen. A, man muss dieser Person Zugriff geben aufs Timesensor selbst, also den Herrn oder die Frau als Benutzer erfassen. Das tun wir hier unten links unter Einstellungen, Benutzer. Hier sehen Sie dann im Moment eine Übersicht aller Leute, die im Moment überhaupt Zugriff aufs Programm haben. Zum Zweiten muss man dann aber auch noch sagen, dass diese Person ein Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin sein kann, wenn sie hier links erscheinen soll. Das sind zwei Schritte. Machen wir das mal durch. Wir gehen davon aus, dass wir einen Assistenten in die Kanzlei reingekriegt haben. Da würde ich jetzt mal unter Einstellungen oben Benutzer, im Benutzereditor diesem Herrn mal überhaupt einen Zugang zum Programm geben. Dazu klicke ich aufs Plus und erstelle dann hier, gebe diesem Datensatz einen Namen. Das ist der Ernst Kühne. Ich klicke auf Tabulator, dann füllt Timesensor mir da die Informationen ein, inklusive den Initialen. An der Stelle kann ich dann auch noch einen Avatar auswählen, entweder irgendwas ganz Generisches. Ich könnte auch hier übers Plus ein Bild einfügen, damit er so erscheint wie alle anderen Leute hier links in der Timesensor-Spalte. Darüber hinaus könnte man dann in den verschiedenen Versionen noch Versandidentitäten hinterlegen und man kann hier auch den Mitarbeiterdatensatz erfassen, weil wenn ein Mitarbeiter in die Kanzlei eintritt, dann ist es ja schön, wenn man von diesem Mitarbeiter auch einen eigenen Datensatz führt, da und hier im Selektorfenster, also in den Adresskategorien, da haben wir ja extra eine Kategorie Mitarbeiter. Hier würde ich jetzt mal für den Ernst Kühne noch einen Mitarbeiterdatensatz anlegen. Das ist einfach auch für mich als Chef der Kanzlei, also hier Kühne Ernst,
Der Herr wohnt in der Milchstraße 33 in 5000 Hochfelden. Gut. Dann speichere ich das, weil ich möchte ja ab und zu auf in diesem Datensatz etwas einspeichern, also zum Beispiel die Lohnblätter etc., was auch immer. Und dann kann ich an der Stelle den Datensatz jetzt noch mit diesem Mitarbeiter verknüpfen. Damit wäre das gemacht. Und unter Login natürlich festlegen, mit welchem Benutzerpasswort der Herr denn ins Timesensor reinkommen soll. Und an der Stelle beim Login kann ich dann auch die Zugriffsrechte verteilen. Und zwar Standardzugriffsrechte. Darüber rede ich in einem kleinen Moment noch. Hier, ich würde jetzt mal sagen, der Ernst Kühne, er kriegt auf jeden Fall einen Basiszugang, weil er soll ja ins Timesensor reinkommen. Dann darf er Adressen einsehen, also Adressverwaltung, und er soll Rechnungen stellen dürfen. Das heißt, er muss Zugriff auf die Fakturierung haben. Buchhaltung braucht er keinen Zugriff, Einstellungen soll er auch nicht machen können. Posteingang, Statistik, Vertrauliches, das soll er alles überall nicht drauf zugreifen dürfen, also lasse ich das sein. Und unter Optionen könnte man jetzt noch, Sie kennen das, die automatische Log-Off-Zeit einstellen. Und dann haben wir noch weitere Einstellungsmöglichkeiten hier unter diesen Tabs. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Ich speichere einfach das hier da ein, weil das ist das Minimum, was wir brauchen, damit der Ernst Kühne überhaupt erscheint. Wenn ich mich jetzt beim Timesensor abmelde, dann sehen wir hier im Anmeldedialog, ist der Ernst Kühne da. Ich gebe mal sein Passwort ein. Jetzt werde ich aufgefordert, das Ganze nochmal einzugeben, aus Sicherheitsgründen, damit er das wechseln kann. Und ich melde mich an. Okay. So, und ich melde mich an. So. Jetzt sehen Sie zwei Dinge. A, der Ernst Kühne hat jetzt Zugriff auf den Adressbereich mit den Mandanten, den Anwälten und so weiter, hat Zugriff auf den Finanzbereich, weil er ja eben Rechnungen stellen können soll. Aber hier links sieht er keinen der Mitarbeiter in der Kanzlei und er sieht auch sich selbst nicht. Und sich selbst sieht er nicht, weil er selber gar kein Sachbearbeiter ist. Also der gute Herr hat im Moment noch gar kein Timesheet und auch keinen eigenen Fristenkalender etc. Damit er hier links als Sachbearbeiter erscheint, müssen wir ihm diese Rolle noch zuweisen. Ich logge mich wieder ein als Administrator und das tut man jetzt nicht mehr hier im Benutzereditor, sondern das machen wir unter den Basisdaten. In den Basisdaten haben wir ja die Sachbearbeiter. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich, wer denn jetzt alles überhaupt in der Kanzlei angemeldet ist als Sachbearbeiter. Das sind im Moment 8 Leute. Ich sehe hier links in meiner Spalte nur 6 Leute, weil es sind nicht alle angemeldet. Also es sind nicht alle angewählt. Ich kann jetzt da die Susi Steinle noch anwählen, dann erscheint sie. Aber alle die Leute, die hier als Sachbearbeiter in der Liste drin sind, die können auch hier links in der Bereichsliste erscheinen. Und damit jetzt der Ernst auch noch seinen eigenen Bereich kriegt, klicke ich aufs Plus. Und Timesensor merkt jetzt, aha, da ist ein Benutzer, der ist noch kein Sachbearbeiter, damit schlägt mir das Programm schon vor, den Ernst Kühne zu erfassen. Dann muss ich ihm seine Sachbearbeiterstufe verteilen. Das Ernst Kühne gehört zur Assistenz. Weil er zur Assistenz gehört und nicht Anwalt oder Associate ist, kann er auch kein Mandatsführer sein, kann kein Akquisiteur sein und eine Kostenstelle hat er erst recht keine. Das eingestellt speichere ich jetzt mal ab und so, damit wird dann der Ernst Kühne hier links auch in der Liste erscheinen und wenn ich mich abmelde und als Ernst anmelde, dann sehen Sie, hat er jetzt hier seinen eigenen Bereich gekriegt mit eigenem Suchfunktion nach Mandatsmappen und vor allem einem eigenen Timesheet, auf dem er jetzt auch seine Arbeitszeiten eintragen könnte, etc. etc. So, soweit, so gut. Ich gehe jetzt wieder zurück. Das ist eigentlich schon alles, was Sie machen müssen, um einen neuen Mitarbeiter zu erfassen in Ihrem Timesensor. Also das ist der ganze Zauber. Es gibt einfach 2 Schritte. A, einmal als Benutzer anlegen, damit er überhaupt damit er überhaupt sich anmelden kann und B, noch als Sachbearbeiter anlegen.
So, Darf ich und kurz das führt, etwas einwerfen? Entschuldigung, ja, bitte, Oskar. Regula. Ähm, Wenn Sie mehrere Entitäten haben, also mehrere Datenräume, dann müssen Sie den Schritt für den Sachbearbeiter in jeder Entität machen. Also wenn der Ernst Kühne jetzt Sachbearbeiter in der Entität A ist, heißt das nicht zwingend, dass er Sachbearbeiter in der Entität B ist. Das ist richtig. Also, und die verschiedenen Entitäten, das sind ja die verschiedenen Firmen, die eine Kanzlei übers Time Sensor führen kann. Das heißt, Sie müssen einfach dran denken, den Benutzer, der immer übergreifend gilt für alle Entitäten, auch als Sachbearbeiter in jeder Entität hinzuzufügen. Danke, Regula, für die Erinnerung. Haben wir an der Stelle eigentlich sonst noch gerade Fragen? Nein, im Moment ist alles gut, kannst weitermachen. Okay, danke. Dann mache ich jetzt an der Stelle weiter mit einem Thema, was ich schon lange gerne mal erzählen wollte, aber nie richtig den Mut dazu hatte, weil, nein, da bin ich falsch. Ähm, Es geht hier um die Zugriffsrechte, wo wir eigentlich im Moment drin sind. Und hier möchte ich ganz kurz einen Disclaimer einbringen, und zwar eine Warnung, weil Zugriffsrechte sind enorm komplex, aber auch sehr mächtig. Über die Zugriffsrechte können Sie in der Kanzlei entweder relativ generell einstellen, wer was machen darf, oder ähm, ganz fein aufgeteilt die Rollen in der Kanzlei verteilen. Und das macht viel Sinn, und gerade in größeren Kanzleien ist es sehr, sehr wichtig. Aber ich möchte Sie warnen dahingehend, dass wenn man in den Zugriffsrechten in einem bestehenden Timesensor große Änderungen macht, dann hat das immer Auswirkungen auf fast alle User, und damit kann man sich echt etwas kaputt machen. Also man könnte sich hier aus Versehen den Zugriff der Administratoren zerstören, so dass dann tatsächlich ein Backup wiederhergestellt werden muss, damit man wieder ins Timesensor reinkommt. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Zugriffsrechten hantieren, aber es macht unter Umständen Sinn, wenn Sie sich überlegen, wie Sie denn in der Kanzlei Ihre Zugriffsrechte besser gestalten können. Und dazu möchte ich jetzt eigentlich zwei Sachen erklären, und zwar, dass wir im Time-Sensor zwei Prinzipien haben, nach denen Zugriffsrechte verteilt werden können. Das erste ist Zugriff nach Funktionen. Und das ist der Standard, mit dem wir normalerweise das Time-Sensor ausrollen. Also das, was ich vorhin gezeigt hatte, wer darf was machen. Und das andere Prinzip, nach dem man Zugriffsrechte verteilen kann, ist Zugriffsrechte nach Positionen. Zugriffsrechte nach Funktion bedeutet, wer darf was machen. Wer darf auf die Adressverwaltung zugreifen? Wer darf auf die Fakturierung zugreifen? Das andere Prinzip ist, wer hat welche Rolle in der Kanzlei? Weil es gerade in größeren Kanzleien vorkommt, dass sie verschiedene Positionen haben, die immer genau dieselben Zugriffsrechte haben sollen. Zum Beispiel Assistenten sollen immer genau den gleichen Zugriff aufs Timesensor haben wie alle anderen Assistenten, und Anwälte sollen immer genau die gleichen Zugriffsrechte haben wie alle anderen Anwälte, etc. etc. Also, und wir können jetzt im Timesensor beide Prinzipien, Funktion oder Position, abbilden. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen, wie Sie das machen würden, wenn Sie so ein Projekt der Überarbeitung der Zugriffsrechte angehen möchten. So. Das tut man auch hier im Benutzereditor. Wir waren jetzt gerade vorhin hier drin, um den Ernst Kühne anzulegen, und ich habe dem Ernst Kühne drei Funktionen zugewiesen: Adressverwaltung, Basiszugang und Fakturierung. Und diese Funktionen, die Sie hier sehen unter Login, das sind Gruppen, die wir hier unter Gruppen festgelegt haben. Den Basiszugang, die Adressverwaltung, die Fakturierung, die sind alle hier drin, und das sind gute Standards, die Zugriff auf gewisse Teile des Programmes geben und andere Teile abriegeln. Gerade für Kanzleien, ich würde sagen, bis so 10, 15 Personen sind das hier da eigentlich
soweit gute Standards, mit denen man die meisten Bedürfnisse abdecken kann. Gerade bei größeren Kanzleien kann es aber Sinn machen, wenn Sie sich überlegen, welche Kategorien möchten wir denn bilden, um Zugang zu gewähren zum Programm, und wenn Sie das tun wollen, dann würden Sie sich Gedanken machen, hier im dritten Tab Zugang, wer denn jetzt welche Rechte kriegt. Weil hier unter Zugang kann man ganz fein granuliert aufteilen, welche Gruppe denn jetzt was machen können soll. Und zwar in einer Baumstruktur. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, damit wir das mal durchexistiert haben. Wenn das gewünscht ist, dann würde ich jetzt an der Stelle meine Standardzugriffsrechte löschen. Ich empfehle Ihnen das auf keinen Fall zu tun, weil damit eben dann alle Ihre Mitarbeiter keinen Zugang mehr zum Programm haben. Tun Sie das also nur, wenn tatsächlich ein neues Zugriffsrechtskonzept erstellt wurde und wenn Sie das mal geprüft haben, dass das tatsächlich funktioniert. Aber ich möchte Ihnen das jetzt an der Stelle zeigen. Ich habe jetzt alle meine Gruppen hier gelöscht und lege mir neue Zugriffsrechtsgruppen an, so wie ich das vorhin vorgestellt habe. Also eine Gruppe für Assistenz. So, ich lege eine Gruppe an für Associates, eine Gruppe für Lawyers, und das mache ich extra auf Englisch, weil das ist so schön genderneutral, und Partner. So. Und jetzt gehen wir davon aus, dass diese Kanzlei hier ihre Zugriffsrechte immer nach diesen Kategorien hier vergeben möchte. Und wenn ein neuer Associate eintritt, dann wird er einfach zum Associate ernannt und gut ist. Das bedeutet aber, wir müssen jetzt diesen Gruppen sagen, wir müssen definieren, welche Gruppe auf was zugreifen darf. Wenn ich wieder auf Zugang wechsle, dann sehen Sie, habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen, welcher Gruppe ich denn jetzt welche Rechte verteilen möchte. Und ich gehe jetzt mal in die Assistenz rein und definiere, was denn Assistenten und Assistentinnen tun dürfen. Und Timesensor funktioniert hier nach einer Baumstruktur. Also wir haben zuoberst mal die Kanzlei. Hätte dieser Benutzer, also diese Kanzlei hier, verschiedene Entitäten, also würde hier noch eine andere Firma geführt, dann würde das hier auftauchen. In diesem Beispiel haben wir aber nur eine Entität, und für diese Entität hat die Gruppe Assistenz Zugriff, das Recht darauf zuzugreifen. Daher Zugang erlaubt. Für jede weitere Stufe wird sich hier etwas ändern. Gehen wir zum Beispiel mal zu den Adressen. Für die Kategorie der Adressen, also für diesen Bereich, kann der Zugang entweder geerbt sein, also der gleiche Zugang wie die Kanzlei selbst, in dem Falle Adressenzugang geerbt, also der Zugang existiert, oder man kann einen Zugang definieren, und zwar entweder kein Zugang oder Zugang erlaubt. Und ich werde jetzt mal explizit sagen, dass die Assistenten Zugang auf die Adressen haben. Die müssen alle Adressen verwalten können, außer den Mitarbeiteradressen. Die sollen sie nicht verwalten können. Deshalb stelle ich hier ein Zugang, kein Zugang. Assistenten sollen auch auf die Finanzen Zugriff erhalten. Ich lasse das mal auf Zugriff geerbt. Sie sollen aber nur auf Mandate zugreifen dürfen, nicht auf die Debitoren, also auf die Rechnungen, und auch nicht auf die Kreditoren und auch nicht auf die Geldkonten. Daher stelle ich hier überall kein Zugriff. Spezial gebe ich mal keinen Zugriff, und Einstellungen sollen die guten Leute auch keinen Zugriff haben, damit all diese Einstellungen, die ich jetzt hier gerade mache, von den Assistenten gar nicht ausgeführt werden können. Jetzt für die Bereiche der Dritten, also die Mitarbeiterbereiche, gibt es unter dem Tab Weiteres die Möglichkeit, gewisse Spezialfunktionen ein- und auszuschalten. Und ich habe hier im Moment leider keine Zeit, durch jede Funktion einzeln durchzugehen, aber eine ganz wichtige Position ist die hier, und die nennt sich private Bereiche Dritter. Hier lässt sich einstellen, dass die Gruppe der Assistenten
keinen Zugang haben soll zum Bereich anderer Mitarbeiter. Zum eigenen Bereich aber schon, weil die Assistenten vielleicht ihr eigenes Timesheet führen können sollen. Daher stelle ich an der Stelle jetzt mal ein, kein Zugang, lass aber alles andere genauso, wie es ist. Und damit hätte ich jetzt meine erste Gruppe der Assistenten soweit konfiguriert. Das ist jetzt eine ganz einfache Basiskonfiguration und die ist im Moment vielleicht auch noch zu weit definiert. Also es wäre jetzt hier allenfalls nötig, die Assistenten noch weiter durchzudenken, auf was sie denn alles nicht zugreifen dürfen. Dem Posteingang zum Beispiel, das habe ich mir jetzt alles an der Stelle noch gar nicht überlegt. Aber ich werde jetzt mal, einfach um Ihnen zu zeigen, was denn das für Auswirkungen hat, meine Mitarbeiter hier alle in die Assistenz reinpacken, weil die sind ja jetzt keiner anderen Gruppe mehr zugeordnet. Ich mache das einfach schnell. So, damit wir beim Ernst Kühne wieder sehen, auf was denn der jetzt Zugriff hat. Der ist ja jetzt definiert als ein Assistent. So, voilà. Und damit, der Ernst Kühne hat jetzt seinen eigenen Bereich, hat keinen Bereich von irgendjemand anders, sieht alle Adressen außer die Mitarbeiter, die sind ausgeblendet. Und in den Finanzen sieht er auch nur die Mandate, so wie wir es definiert hatten. Und das ist eigentlich somit ein relativ spartanischer Zugang für Assistenten. Das könnten Sie jetzt für alle User also alle Zugriffsrechtsgruppen durchexerzieren und so sich einen eigenen Zugriffsrechtslogik aufbauen. Wobei ich gerne nochmal sagen möchte, diese Zugriffsrechte, die sind trickreich, weil die sich zum Teil gegenseitig schneiden können, weil es ja sein könnte, dass ein Benutzer gleichzeitig, gehen wir mal hier rein, die Carla Martens ist gleichzeitig arbeitet in der Assistenz, ist aber auch eine Associate Lawyer und gehört somit zu zwei Gruppen. Und dann gilt es wirklich für Sie in der Kanzlei mal durchzudenken, was geschieht denn in dem Falle, wer soll auf was Zugriff haben, wenn Sie in zwei verschiedenen Gruppen drin sind. So, das war jetzt ziemlich schnell und ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr verwehrt mit diesen Einstellungen. Es geht mir einfach darum, um Ihnen zu zeigen, dass wenn Sie in der Kanzlei Bedürfnisse haben, Ihre Zugriffsrechte feiner zu verteilen, besser als im Moment, dann gibt es die Möglichkeit hier unter Gruppen und Zugang. Ich empfehle Ihnen aber auf jeden Fall ein Zugriffsrechtskonzept zu erstellen auf Excel, bevor Sie sich dann tatsächlich ans Timesensor wagen und das Ganze vielleicht zuerst in einer Demo-Version auszuprobieren. So, damit möchte ich dann gerne auch das Wort wieder zurückgeben an Regula. Moment. So. Regula, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Danke. Okay. Kannst du mir sagen, sobald du meinen Bildschirm siehst? Ja, ich sehe deinen Bildschirm. Du hast Okay, die Macht. Gut, also dann wechseln wir jetzt von den Zugriffsrechten wieder in die Dossiers und zwar zu den Marken und Kategorien und Zusatzfeldern. Ich zeige Ihnen das in Hinsicht auf unser nächstes Webinar, das wir Ende November halten werden. Da wird es dann um Weihnachtskarten gehen. Das nur so als kleine Information für Sie. Sie können natürlich die Zusatzfelder, die Kategorien und die Marke auch für ganz andere Informationen brauchen. Also. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie über die Zusatzfelder bereits Bescheid wissen. Also das sind ja die, wenn Sie ein Dossier öffnen, haben Sie das Stammblatt und dann haben Sie hier diesen Tab Zusatz. Sie sehen jetzt, bei mir sind schon ein paar Felder drin. Ich habe hier jetzt schon 4 Zusatzfelder definiert. Ich habe ein Zusatzfeld Alpha. Also hier kann ich reinschreiben, hier kann ich Buchstaben reinschreiben. Ich habe ein Zusatzfeld Datum. Hier kann ich exklusiv nur Daten reinschreiben. Ich habe ein Boolean-Zusatzfeld. Das Boolean-Zusatzfeld hat einfach 2 so Radio-Buttons, ja oder nein.
Und dann habe ich mir hier unten noch ein Textzusatzfeld hinzugefügt. Wenn Sie so ein neues Zusatzfeld definieren, dann behalten Sie im Hinterkopf, dass diese Zusatzfelder in jedem Dossier erscheinen. Also ich bin jetzt hier im Dossier vom Eskil Grünewald drin. Wenn ich jetzt aber in ein Dossier von einem Dritten wechsle, auf Zusatz gehe, dann sehe ich hier genau die gleichen Zusatzfelder. So, ich habe mir hier jetzt ein Zusatzfeld Alpha mit dem Heimatort reingespeichert. Ich lösche das kurz und zeige Ihnen, wie man so ein Zusatzfeld macht. Klicken Sie auf das kleine graue Rädchen hier hinten, gehen Sie auf Feld anlegen und dann erscheinen hier diese Einstellungen für dieses Feld. Zuerst der Name, ich schreibe jetzt hier Heimatort. Dann, wie viele Buchstaben darf ich in dieses Feld reinschreiben? Ja, nehmen wir mal 50. Einen Vorschlagswert brauche ich für den Heimatort nicht, weil der ändert sich ja von Person zu Person. Dann, ich möchte nicht, dass die Eigenschaften von anderen Usern geändert werden können. Das heißt, die Eigenschaften vom Feld, ja, nicht der Inhalt, die Eigenschaften. Der Feldinhalt ist nicht einzigartig und der soll auch nicht geschützt sein, weil ich will ja, dass meine Mitarbeiter hier reinschreiben dürfen. Dann gehe ich weiter in die Liste. Ich kann jetzt hier ein paar Vorschlagswerte hineinschreiben. Also ich schreibe jetzt hier einfach mal ein paar Orte rein. So. Ich möchte aber nicht nur die obigen Werte erlauben. Ich lasse das Häkchen weg. Die Liste darf nicht verändert werden von anderen Usern. Und im Filter und Format kann ich noch ändern, also kann ich einfügen, wie die Informationen, die die anderen User in dieses Zusatzfeld reinschreiben können, denn formatiert sein sollen. So, also, ich habe jetzt hier den Heimatort. Ich kann jetzt hier entweder mit Hilfe der Liste einen Ort auswählen, also eine Information, oder ich kann natürlich auch reinschreiben. So. Wenn ich das schließe und zurück in meine Listenansicht gehe, auf Suchfeld klicke und ganz nach unten scrolle, dann sehen Sie, dass alle meine Zusatzfelder hier unten erscheinen. Ich kann also den Heimatort zum Beispiel durchsuchen nach Muri bei Bern. Und dann spuckt mir Timesensor diesen einen Datensatz aus. Ich denke jetzt mal, dass die Zusatzfelder relativ simpel sind und Sie die alle verstanden haben, ja? Oder Pascal, gibt es da gerade wichtige Fragen? Nein, im Moment sind keine Fragen offen. Gut. Okay, also dann zeige ich Ihnen jetzt die Marker und die Kategorien. Die Marker und Kategorien finden wir im Stammblatt und zwar hier unten. Einmal haben wir Kategorien. Im Moment haben wir jetzt hier A, B und C Mandant drin und wir haben Marker. Diese beiden Informationen finden Sie nicht hier unten im Suchfeld, sondern die Informationen, die da drin sind, können Sie nur durchsuchen mit dieser Lupenfunktion hier unten, ja? Kategorien, Marker. Das heißt auch, dass wenn ich hier jetzt nach Heimatort suche, dann kann ich die Auswahl, die ich hier habe, jetzt weiter nach Markern durchsuchen. Vorher aber müssen wir solche Marker erstellen. Dazu gehen wir zu den Einstellungen, Basisdaten und Markers. So. Ich habe hier jetzt bereits 2 Marker erstellt und zwar habe ich einen, der heißt Familie und einen,
der Interessen heißt. Ich öffne Familie und innerhalb von diesem Marker habe ich jetzt Gruppen. Das heißt, ich kann verschiedene Marker hinterlegen. Ich kann einmal Haustiere und ich kann Kinder. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel auch eine weitere Gruppe mit Ehepartner. So. Außerdem kann ich definieren, was für Felder ich innerhalb dieser Gruppen haben möchte. Ich wechsle jetzt hier auf Felder. Dann habe ich wieder Zusatzfelder Alpha. Ich möchte den Namen wissen, der Kinder, des Ehepartners oder der Haustiere. Ich möchte das Geburtsdatum wissen. Und hier unten kann ich noch Bemerkungen in einem Textfeld hinterlegen. Ich bestätige das Ganze mit Blau. Ich schließe das Fenster und gehe zurück in meine Dossiers. Wenn ich jetzt wieder in dieses Dossier hier hineingehe, dann kann ich zu diesem Pascal Bürger jetzt noch weitere Marker, also weitere zusätzliche Informationen, die relevant sind für Ihr CRM, hinterlegen. Ich gehe auf Marker, klicke aufs Plus und kann jetzt hier zum Beispiel Familie, Kinder, die Informationen, die ich habe, hinterlegen. Also ich weiß jetzt, dass der Pascal Bürger, der hat eine Tochter. Die Tochter, die heißt Sophie und die ist am 16.08.1985 geboren. Ich bestätige das. Und Sie sehen jetzt, ich habe jetzt hier zwei Marker zu diesem Pascal Bürger. Ich habe einmal Familie, Kinder und ich habe Interessen, Hobbys. Der Pascal Bürger, ich weiß jetzt aber, der hat nicht nur, der hat nicht nur eine Tochter, der hat auch einen Sohn. Das heißt, ich kann noch einen dritten Marker hinzufügen. Gehe wieder auf Familie, Kinder, Name, der Sohn, der heißt Marcel. Der ist am 1.1.1987 geboren und ich bestätige das mit Blau. Sie sehen jetzt also im Unterschied zu den Zusatzfeldern, wo ich immer nur eine Information hier reinschreiben kann, kann ich hier bei den Markern so viele Marker hinterlegen, wie ich möchte. Die Marker, die sind kleine eigene Datensätze im Dossier drin. Ich Nur möchte einen jetzt ganz kurzen Einwurf von meiner Seite. Also die Marker sind echt cool, weil man sich damit die Datenbankstruktur des Dossiers erweitern kann. Und das kann viel mehr sein als Familie, Kinder. Das kann alles sein, was Sie jetzt zusätzlich in der Kanzlei noch so abbilden müssen. Also wenn als Faustregel, wenn die Zusatzfelder zu wenig mächtig sind, dann stürzen Sie sich auf die Marker. Mit denen kann man enorm viel machen. Entschuldigung, weiter Regula zu dir. Genau, ja, die Marker sind echt cool. Ich zeige Ihnen auch gleich noch, wie Sie die filtrieren können, also wie Sie danach suchen können. Ich möchte jetzt einfach bei diesem Pascal Bürger noch ein weiteres Hobby hinzufügen. Interessen, Hobbys, okay, der interessiert sich auch für Golf. So, jetzt. Ich bestätige das. Ich hole mal alle meine Mandanten wieder zurück. So, jetzt kann ich hier unten über die Lupe die Suche nach Markern durchführen. Das ist so ein kleines Fenster, das eigentlich sehr einfach ist in der Anwendung. Also Sie haben hier die Liste Ihrer verfügbaren Marker. Ich wechsle jetzt hier mal nach Interessen und dann klappe ich Hobbys auf. So. Jetzt sehen Sie, hier unten ist so ein kleines Feld erschienen. Da kann ich reintippen, nach was ich suchen möchte. Ich wechsle aber hier den Vergleich jetzt zuerst noch nach enthält. So.
Und was für ein Hobby möchte ich suchen? Ich suche mal die Datensätze mit dem Hobby Golf. Suche in Auswahl. Zack. Und ich habe 4 von meinen Mandanten, die sich für Golf interessieren. Das kann natürlich interessant sein, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie gewisse Events planen oder wenn Sie Einladungen verschicken möchten, aber nur an gewisse Leute und so weiter. Sie können mit diesen Markern Ihre ganze Datenbank filtrieren. Sie können jetzt zum Beispiel auch suchen, ich möchte jetzt hier mit meinem Zusatzfeld, ich klicke das mal auf Weihnachtskarte und sage hier True, also alle, die eine Weihnachtskarte bekommen. Diese 14 hier. Und diese 14 möchte ich jetzt noch durchsuchen nach irgendetwas anderes. Nach Familie, Kinder. Ich suche jetzt mal der Name, die enthalten, wie hieß die vorhin? Sophie. So, dann lande ich wieder beim Bürger Pascal, weil seine Tochter Sophie heißt und er eine Weihnachtskarte bekommt. So. Beschäftigen Sie sich also doch mal ein bisschen mit diesen Markern. Laden Sie sich eine Demo-Version runter. Überlegen Sie sich, was für Informationen Sie von Ihren Datensätzen noch, also von Ihren Datensätzen, Ihren, von Ihren Mandanten noch haben, die Sie in Timesensor speichern möchten, die für Sie nützlich sein könnten bei den ganzen Auswertungen, die Sie machen möchten. Die Zeit rennt. Also, wir kommen jetzt noch kurz zu den Kategorien. Sie sehen hier, ich habe 3 Kategorien, A, B und C-Mandant. Sie können alle Kategorien anwählen, also nur weil einer A-Mandant ist, schließt es nicht aus, dass er auch B- oder C-Mandant sein kann. Genau gleich wie bei den Markern vorhin, suche ich die Kategorien wieder über die Lupe. Suche nach Kategorien und ich kann jetzt entweder im Suchmodus oder suchen, also C oder A-Mandant, oder ich kann im Suchmodus und suchen. Dann zeigt es mir Datensätze, die sowohl A-Mandant als auch C-Mandant sind. 18 Datensätze. Ich kann dann natürlich innerhalb von diesen Mandanten, die jetzt A und B Mandanten sind, kann ich noch einmal nach Markern suchen. Und zwar kann ich jetzt in diesen 18 Datensätzen mal schauen, ob sich jemand fürs Segeln interessiert. (16) davon. Ach, wie schön. Genau das Resultat, das ich wollte. An diese 16 Mandanten schicke ich jetzt eine Einladung für ein Segelevent. Wenn Sie sich jetzt solche Kategorien und Marker in Ihrem System hinterlegen und x tausend Adressen hier drin haben, dann müssen Sie nicht hingehen und jede einzelne Adresse öffnen, zu den Marken und Kategorien hingehen und die anklicken. Nein, Timesensor Legal hat da ein ziemlich cooles Feature. Sie können nämlich die Adressen suchen, bei denen Sie Marker oder Kategorien hinterlegen möchten. Sie markieren die mal alle. Dann gehen Sie auf Werkzeuge, anpassen. Und hier können Sie jetzt zum Beispiel eine Kategorie auswählen oder abwählen. Ich sage jetzt meine Selektion da hinten, das sind alles A-Mandanten. Die bestehenden Kategorien, vielleicht ist da ja bereits ein B-Mandant drin oder so, ich sage jetzt mal, die sollen gelöscht werden. Das heißt, alle Datensätze, die hier hinten jetzt blau markiert sind, werden zu A-Mandanten, sobald ich hier auf OK klicke. So. Gleichzeitig weiß ich auch, dass zum Beispiel
diese Mandanten hier, das sind alles Segelfans. Ich gehe hin, Werkzeuge anpassen, Marker hinzufügen, Interessen, schreibe hier rein, Segeln. Ich bestätige das. Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel bei der Schneider Thirse reingucken, hat die einen Marker, Interessen, Hobbys, Segeln. Regula, darf ich an der Stelle noch kurz eine Frage einwerfen, die gerade Gerne. gestellt wurde? Und Mhm. zwar ganz generell, wozu sind denn die Kategorien gut? Ähm, Das ist interessant, wenn Sie, ich öffne hier jetzt mal die Adressen der Dritte. Bei den Dritten haben wir natürlich andere Kategorien als bei den Mandanten. Hier haben wir Dienstleister, Hotellieferant, Versicherung, Zahlstelle und so weiter. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, hier haben wir einen IT-Supporter. Was haben wir noch? Printmedienverarbeiter, Fotografin, so, das sind alles Dienstleister. Ich sehe das hier aber jetzt nicht auf einen Blick, nur weil die in der Adresskategorie Dritte drin sind, sondern ich kann jetzt hier die Kategorie auswählen und sage Dienstleister. So. Wenn ich dann irgendwann mal wissen will, wen habe ich denn hier jetzt alles als Dienstleister drin, dann gehe ich einfach in die Adresskategorie Dritte, Lupe, suche nach Kategorien und sage hier Dienstleister, suche in Auswahl und dann bekomme ich diese diese 4 Datensätze angezeigt, die in der Kategorie Dienstleister drin sind. Wir können das Gleiche auch machen, zum Beispiel bei Zahlstelle. Ich möchte wissen, wer ist Zahlstelle oder Zahlstelle und Versicherung, suche in Auswahl, gibt es keinen. Dann suche ich mal nur Zahlstelle. So, dann finde ich hier 7 Datensätze mit der Kategorie Zahlstelle. Sie können so Ihre Adressen einfach besser sortieren Also und Sie können nachher kurz gesagt, man kann sich damit die Adressen in der verschiedenen Kategorien alle noch in Unterkategorien einteilen, so dass es genau. Sinn macht. Also wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Kanzlei ganz viele Hotels und ganz viele Krankenhäuser vertreten, dann könnten Sie damit eine Kategorie Krankenhäuser und eine Kategorie Hotels erstellen, was für Sie Sinn macht, damit Sie die ganz einfach filtrieren können. Mit den Kategorien und den Marken haben Sie einfach noch eine zusätzliche Filtrierungsmöglichkeit, weil Sie können dann nach diesen ganzen Informationen hier suchen im Suchfeld und sobald Sie hier eine erste Filtrierung vorgenommen haben, können Sie dann in einem zweiten Schritt mit den Kategorien oder Markern noch weiter filtrieren. So, wir sind jetzt schon 56 Minuten am Reden hier. Pascal, gibt es noch irgendwelche dringenden Fragen? An der Stelle nicht. So weit, so gut. Danke, Regula. Gut, also zeigst du dich auch noch kurz nochmal? Ja, sicher doch, wenn ich es schaffe. Ach, Man die will uns ja noch mal sehen. Ähm, gut, dann, wie gesagt, die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, weil aus Zeitmangel oder weil sie längere Ausführungen brauchen, die werden wir per E-Mail beantworten. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Webinar zum Thema Weihnachtskarten. Wunderbar. Bis zu den Weihnachtskarten.
Auf Wiedersehen allerseits. Wiedersehen. Guten Tschüss. Appetit. Guten Appetit.